Moin aus Hamburg, Freunde. Ja, Pacific Orc Moss, den möchte ich heute euch mal vorstellen, weil Leute ihn immer noch nicht kennen und ich begreife nicht, warum ihr den nicht kennt. Es ist einer mit der besten sommerlichen, schönsten Düfte, die es gibt. Warum, weshalb, werde ich euch erzählen. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Franks, auch aus Hamburg oder Moin aus Hamburg. So, ja, erstmal kommen wir zum Flakon. Ja, das ist bei Goldfeet Bank, so heißt die Brand. Standard, das ist jetzt nicht unbedingt der schickste, aber man kennt es so. Und sieht aus wie eine Briefmarke hier so ein bisschen. Ja, wichtig ist aber der Sprüher und ja, der ist auf jeden Fall gut, da kommt so einiges in your face. Ja, schönes Teil. Und warum ist das so schön? Also, ihr bekommt eine richtig schön zitrische Note. Obwohl dieses Wort oder zitrisch ist immer ein bisschen schwierig, sage ich immer, weil es ist eine schöne Zitrone. Zitrisch kann ja einiges sein, ne? Aber es ist eine schöne, leicht süßliche Zitrone mit einem schön moosigen Anklang. Und zwar australisches Küstenmoos ist hier drin. Yes, australisches Küstenmoos. Lasst euch aber nicht, oh Scheiße, Moos. Nein, man riecht es schon, klar, aber es ist schön wässrig, aquatisch, Urlaubsfeeling Moos, muss ich schon sagen. Also ihr werdet wirklich an die australische Küste gespült. So muss man das oder müsst ihr euch das vorstellen. Und dann bekommt ihr noch ein bisschen Ingwer hinzu. Ja, Ingwer, Quatsch, Salbei, nicht Ingwer, Salbei. Und der Salbei macht das natürlich schön kühl. So, das heißt, dieser Duft ist grundsätzlich für, wie soll ich sagen, also eigentlich, ihr könnt ihn jetzt auch benutzen. Heute bei der Aufnahme ist in Hamburg gerade mal 9 Grad und Regen. Natürlich wieder absolutes Schiedwetter hier in Hamburg. Aber Fakt ist, ich sage immer, ab 25 Grad könnt ihr den benutzen, weil dann ist er, umso wärmer das ist, umso geiler. Natürlich könnt ihr den auch bei 18 Grad benutzen. Also nicht, dass es jetzt Leute gibt, die meinen, oh, dies und jenes. Nein, ihr könnt den natürlich auch bei 18 Grad benutzen. Fakt ist aber, dass er umso wärmer ist, umso besser, weil dann entfaltet sich die richtig schöne Zitrone, die nicht säuerlich ist, sondern wie gesagt ein bisschen süßlich ist, trotzdem eine Zitrone, logischerweise. Ihr habt schon dieses Feeling. Dann der Salbei und vor allen Dingen das Küstenmoos. So, also wenn ihr an so einer Klippe steht in Australien und das Meer sieht, so, und dann ist es warm natürlich, so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ja, vielleicht kein Brackgeruch, kein Brackwasser, keine Ahnung. Das meine ich natürlich nicht. Das habt ihr hier nicht. Ihr habt wirklich was Schönes, äh, aquatisch, aber nicht blaues, ne? Also ihr bekommt keinen blauen, es ist kein Duschgelartiger Duft. Das nicht. Wenn man das überhaupt so betiteln dürfte mit diesem Duschgelartig, dann kann man es nur betiteln vielleicht mit, dann ist es schon ein sehr gutes Duschgel. Aber das ist, nein, ich würde es nicht zwischen dem blauen, also blau Anführungsstrichen, und also nicht Cool Water und in diese Richtung, was ich mit duschgelartigen Düften meine. Nein, das habt ihr hier nicht. Hier habt ihr wirklich schön dieses aquatische, aber das Küstenmoos und die schöne Zitrone hier drin machen es wirklich richtig gut aus. Jetzt kommt noch ein bisschen Rosen dazu, Rosengeranie. Das können natürlich Leute sagen: „Oh Gott, ne, dann fällt der Duft für mich weg.“ Nein, das ist wirklich, ich nehme nicht so weg. Vielleicht ist so ein bisschen floral im Hintergrund. Wir gehen mal ganz kurz rein in die Inhaltsstoffe, damit ihr das seht. Da ist es frisch, grün, also frisch habt ihr, was ich eben alles, eigentlich habe ich das, seht ihr das, was ich gerade erwähnt hatte. Das Frische kommt für mich durch den Salbei, das Aquatische ist eben dieses Küstenmoos. Das Süße, Zitrische finde ich, ist einfach durch die Zitrone und, dementsprechend kann man das auf jeden Fall so stehen lassen. Ja, das war ist Inhalt und ihr habt damit auf jeden Fall einen richtig guten Begleiter. Und wenn man überlegt, dass dieser Duft ja im Endeffekt noch nicht mal so teuer ist als Nischenduft, da gibt es ja ganz andere Brands, die auf jeden Fall, man kann das jetzt leider nicht so gut sehen, die auf jeden Fall um einiges, ist so hell eingestellt, egal, ähm die auf jeden Fall einiges teurer sind. Und ja, für mich ist ja auch, ihr wisst ja, dass ich nicht unbedingt ein Fan von frischen Düften bin oder aquatischen oder überhaupt. Ich bin mehr so ab Herbst, Winter und ja, Frühling, ja, dann fängt ja auch schon Frühling an, aber mehr so Herbst, Winter. Aber wenn der Sommer da ist oder der Frühling, bin ich schon und freue mich schon, ah, cool, ich habe ja genug trotzdem frische Düfte. Da gibt es
also richtig nice Teile, ne, wo ich sage und dann macht es auch Bock, weil die Wärme man hat's die ganze Zeit kalt, ich mache es so nicht kalt und, ja, und wenn es dann wärmer wird, dann kann man sich freuen. Wir hatten ja schon 26 Grad. Da habe ich zwar einen anderen Duft getragen, nicht den habe ich auch lange nicht getragen, aber ich kenne ihn ja. Letztes Jahr habe ich den gerockt. Es ist einfach geil. Also, den habe ich gerockt, den Pacific Rock Moss. So, also ein richtig geiler Moos, Küstenmoosduft. Ja, man hört sich immer blöd an, aber man riecht es schon. Also, man riecht schon das Küstenmoos heraus und es macht aber Spaß, diesen Duft zu tragen. So, also es ist wirklich so australisches Küstenmoos und deswegen sage ich immer so, wird die an die australische Küste gespült, ne? So sieht es aus. So, zur Hypercard-Serge. Ja, das ist ja immer so ein großes Thema. Eigentlich will ich das immer umgehen, weil es eigentlich gar keinen Sinn macht. Ich habe auch schon mit den Timo Grüße gehen raus, Timo, ähm, darüber reden wir oft, weil es gibt eben immer klar, das ist, uns scheißegal, aber es gibt sie nun mal und viele Leute wollen trotzdem die Haltbarkeit wissen und denen ist das auch wichtig, aber dann gibt's eben Leute, die schreiben 1 Stunde oder bei manchen dürften 1 Minute haben. Ey, ganz ehrlich, Leute, Mann, ne, das ist nicht ernst zu nehmen. Und nochmal, ich sage euch eins, egal wie stark der Duft ist, ich halte den zwischen 4 und 9 Stunden. Ich sage das jetzt immer diese Spanne, weil es eben, ja, Menschen so geht. Wenn du Maler bist, ständig Farbe und irgendwelche anderes, ich wiederhole mich ja immer. So, der wird den Duft anderweitig wahrnehmen oder ein Raucher noch als einer, der fast gar keine oder vielleicht gar keinen Duft hat. Da könnt ihr noch 4711 nehmen, hatte ich auch schon. Wenn du den noch auf den Klamotten, die sagen: „Oh, du riechst ja cool, das kenne ich irgendwoher.“ Nach 5 Stunden noch und das ist eigentlich ein schwacher Duft im Endeffekt, so. Und deswegen kann der 9 Stunden bei einem wahrnehmbar sein und bei den anderen 2 Stunden, whatever. So, deswegen jede Nase ist anders, aber grundsätzlich im Schnitt hält er auf jeden Fall 6 Stunden. So, und das ist auch bei anderen Düften so. Natürlich gibt es schwache Düfte, es gibt starke, es gibt so ne, das ist alles das stimmt alles schon. Aber grundsätzlich ist es kein schwacher Sommerduft. Es ist schon ein er geht ich finde, er ist über Mittelfeld sogar über den Mittelbereich, weil er ist schon bei mir ist das immer so 7 Stunden. So 7, 8 Stunden, das weiß ich noch. Und obwohl man schwitzt, aber noch mal, ihr müsst das auch mal auf die Klamotten sprühen, nicht nur auf die Haut. Das ist auch ein anderes Thema. Das wird noch kommen, das Video dazu. Das werde ich auch mit Amelie zusammen machen, das Video, weil sie es einfach besser noch erklären kann und, da sich mit auch noch besser auskennt oder, ne, um einiges. Und deswegen werde ich auch noch mal das muss auch ein Parfüm Creator, der das seit über 30 Jahren toll findet, der, muss da trotzdem mal drüber sprechen, dass es einfach nicht immer geistreich ist, auf die Haut zu sprühen. Das ist einfach so. Deswegen aber selbst wenn es gesund wäre, kann man es trotzdem auf die Klamotten sprühen, weil da haftet es einfach ein bisschen besser. So, dementsprechend und die Sillage die ist auf jeden Fall die ersten 1,5 Stunden sehr stark, vielleicht sogar 2 Stunden, lässt logischerweise dann etwas nach, aber das ist ganz normal. Also, er riecht richtig schön zitrisch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den habt und ob ihr ihn gut findet und wie ist eure Haltbarkeit und so weiter und so fort. Das würde mich interessieren und dann würde ich mal sagen, gehen Grüße raus. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, werdet Mitglied, weil, wie gesagt, das ist auch ein bisschen Arbeit immer. Das verstehen einige in dieser Community nicht. Und, und viele träumen auch, wenn die meinen, was manche, ne? Also, auf jeden Fall, ja, Grüße an die Mitglieder. Schön, dass ihr immer noch Mitglied seid. Freut mich. Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus. Und dann, ihr habt ihr gesehen, die Inhaltsstoffe und so weiter. Also besorgt euch den Duft. Holt euch eine Probe. Bei Parfumo gibt es das dann zum Beispiel. Oder irgendwie. Das ist ein Duft, der auf jeden Fall, auch wenn ich mich verkleine aktuell, weil ich so viel Duft habe, der wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Der Pacific Rock Moss ist einfach am Start. Ich weiß gar nicht, gab es da nicht jetzt irgendwie auch noch eine andere Version? Weiß ich nicht. Ich will das auch gar nicht testen. Der ist so perfekt, wie er ist. Und das ist das Schöne. Also Grüße gehen raus an euch und bis zum nächsten Mal.